Die Ostsee ist das jüngste Meer Europas und das größte Brackwassermeer der Welt. In der Umgebung der Ostsee leben zwischen 50 und 85 Millionen Menschen und umspült die Küsten von 9 Ländern. Die Ostsee ist weder Salz- noch Süßwassermeer, mit einem Salzgehalt von 0,1% bis 1%. Das Salzwasser kommt von der Nordsee über einen schmalen Durchgang, dem Kattegat bei Göteborg. Vor der deutschen Ostseeküste liegen 6 bewohnte Inseln: Rügen, Usedom, Fehmarn, Pöhl, Ummanz und Hiddensee. Eine 7., die 94 Hektar große Insel Wilm, ist ein Naturschutzgebiet. Die größte Insel ist Rügen, gefolgt von Usedom. Steigt das Thermometer über die 20-Grad-Marke und lässt sich die Sonne länger als eine halbe Stunde am Tag blicken, kennen viele Sonnenanbeter nur noch eine Richtung: Norden. Die Ostsee lockt mit zauberhaften Stränden, die zur Frühlings- und Sommerzeit jedoch häufig überfüllt sind. Lange Sandstrände, schroffe Steilküsten, Kreidefelsen, mondäne Seebäder, Fischerdörfer, Strandkörbe, versteckte Buchten, geschichtsträchtige Hansestädte, redgedeckte Häuser, berühmte Gäste aus Kunst und Kultur, die hier schon vor 100 Jahren eine schöne Zeit verbrachten und die Sommerfrische erlebten. Es gibt so viele Dinge, die mit der Ostsee in Verbindung stehen. Die abwechslungsreiche und schöne Ostseeküste zieht jedes Jahr aufs Neue die Urlauber in ihren Bann und ist nach wie vor die beliebteste Urlaubsregion des Landes. Erster Insel Rügen. In diesem Video wir beginnen unsere Übersicht über die schönsten Ostseeorten mit der größten deutschen Insel Rügen. Für diejenigen, die unser vorheriges Video über die Inseln und die schönsten Orte der Nordsee noch nicht gesehen haben, hinterlassen wir einen Link in der Beschreibung. Beginnen wir nun mit der Insel Rügen. Rügen ist auch die bevölkerungsreichste Insel in ganz Deutschland. Durch 2 Brücken ist die Insel direkt mit der Stadt Stralsund verbunden. Rügen können Sie auch mit der Fähre erreichen. Besonders bekannt ist dort natürlich für seine einmalige Steilküste und die Kreidefelsen. Diese findest du im Nationalpark Jasmund, der zu den 16 deutschen Nationalparks zählt und jährlich eine Vielzahl von Besuchern anlockt. Zu den Top-Highlights auf Rügen gehören die Ostseebäder Binz, Sellin und Göhren, mit ihrer berühmten weißen Bäderarchitektur und den langen Seebrücken. Ein besonderer Hotspot für alle Segler und Windsurfer ist Dranske, wegen der günstigen Wind- und Wasserströmungen. Sellin, die Perle der Insel Rügen. Weißer Sandstrand, prachtvolle Villen im Stile der Bäderarchitektur, eine Prachtstraße, ein traumhafter Blick vom Hochufer auf die Boddenlandschaft. Das alles wird dem Ostseebad Sellin als schönem Ort an der Küste zugerechnet. Über die Himmelsleiter oder einen Fahrstuhl zu erreichen ist die wunderschöne, im historischen Gewand der 1920er Jahre gehaltene Seebrücke in Sellin. Die Seebrücke misst 394 Meter mit der berühmten Tauchgondel verspricht ein Abenteuer unter Wasser. Für 8 € haben Sie 45 Minuten die Möglichkeit, einheimische Meeresstiere zu beobachten. Zweiter Insel Fehmarn. Die Insel Fehmarn entfaltet ihre Reize bereits bei der Anreise. Schon die Fahrt über die 963 Meter lange kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke, die Fehmarn-Sundbrücke, der Volksmund nennt sie der Optik wegen auch Kleiderbügel, ist überaus beeindruckend. Mit gleich 20 Stränden an der 78 Kilometer langen Küstenlinie wartet die Sonnen- und Familieninsel auf. An diesem schönen Ort an der Ostsee ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die schönsten Sandstrände liegen im Süden der Insel, wohingegen sich Fehmarn im Osten mit seinen Steilküste von der raueren Seite zeigt. Der Norden ist wiederum von herrlichen Dünenlandschaften mit Binnenseen geprägt. Rund 2200 Sonnenstunden können Sie dort durchschnittlich im Jahr genießen. Das geht am besten an einem der zahlreichen Ostseestrände oder beim Erkunden der wundervollen Landschaften, zum Beispiel in einem der 4 idyllischen Naturschutzgebiete. Die größte Stadt der Insel ist Burg, wobei das Wort groß bei nur ca. 6000 Einwohnern relativ ist. Wenn Sie auf der Suche nach Ruhe und Erholung sind, gleichzeitig aber auch die Vorzüge einer Kleinstadt genießen wollen, sind Sie hier genau richtig. Ob beim Schlendern durch die Fußgängerzone, einem Besuch am Hafen oder auf Tour durch das größte Hai-Aquarium Europas, in Burg können Sie so richtig entspannen. Das wohl bekannteste Dorf der Insel ist das am nördlichen Ende Fehmarns gelegene Puttgarden. Von hier aus erreichen Sie mit der Fähre das dänische Festland, perfekt für einen Tagesausflug. Dritter Laboe.
Das bekannte deutsche Ostseebad Laboe liegt direkt an der Kieler Förde und bietet nicht nur einen außergewöhnlichen Blick auf die vielbefahrene Bucht. Der Strand von Laboe liegt nur 20 Kilometer nördlich von Kiel, ist für seine Schönheit bekannt und definitiv eine Reise wert. Wer in Laboe ankommt, verschafft sich am besten erstmal einen Überblick über das kleine, aber feine Ostseebad. Der Aufstieg auf das 85 Meter hohe Marine-Ehrenmal ist dafür perfekt. Der massive Backsteinbau aus dem Jahr 1936 ist durch seine geschwungene Architektur ein wirklicher Hingucker und die Besucherplattform an der Spitze bietet eine tolle Sicht über Laboe und die gesamte Kieler Förde. Für den Eintrittspreis von 7 € erklimmen Erwachsene wahlweise entweder die insgesamt 341 Stufen oder fahren mit einem der beiden Fahrstühle nach oben. Das Highlight von Laboe ist aber definitiv das U-995. Das U-Boot wurde damals im Zweiten Weltkrieg von der Kriegsmarine eingesetzt und liegt heute am Fuße des Marine-Ehrenmals in Laboe. Laut den Informationen des Technischen Museums besuchen etwa 350.000 Menschen im Jahr das U-995 und stellt somit einer der Ostsee-Reiseziele schlechthin dar. 4. Schöneberger Strand. Schönberg gehört zum Kreis Plön und der Kieler Bucht. Kiel ist ca. 20 Kilometer entfernt. Die Strände fallen flach ab, was Nichtschwimmern entgegenkommt. Aber auch Wassersportler kommen gerne nach Schönberg. Da der Ostseeküstenradweg direkt am Ort vorbeiführt, ist er ideal für Radfahrer. Das Besondere an Schönberg sind 2 Strandabschnitte namens Kalifornien und Brasilien. Eine ziemlich kuriose Geschichte verbirgt sich dahinter. In diesem Ostseebad kannst du mühelos innerhalb von 5 Minuten von Kalifornien nach Brasilien spazieren. Eine Legende besagt, dass ein einheimischer Fischer ein an den Strand gespültes Stück einer Schiffsplanke mit dem Schriftzug California fand und dieses an seiner Haustür anbrachte. Einem Neider war das ein Dorn im Auge, er suchte sich ein passendes Brett aus seiner Brennholzkiste und versah dieses mit dem Schriftzug Brasilien, so kamen die bis heute sogenannten Strandabschnitte und Ortsteile des holsteinischen Schönbergs zu ihrem Namen. Der 8 Kilometer lange Strand von Schönberg mit seinem feinen weißen Sand ist perfekt für erholsame Stunden und vergnügliche Wassersportaktivitäten. Wind- und Kitesurfer haben hier ebenso ihren eigenen Abschnitt wie Wakeboarder, Paddler und Tretbootfahrer. 5. Timmendorfer Strand. Seit Generationen ist Timmendorf mit dem 6,5 Kilometer langen Strand, der längste Schleswig-Holsteins, und 1,3 Millionen Übernachtungen pro Jahr einer der beliebtesten Urlaubsorte Deutschlands, trotz hoher Preise. Der 6,5 Kilometer lange und sehr breite Timmendorfer Strand eine besondere Perle, das bekannte Ferienziel, direkt am Meer zwischen Scharbeutz und Travemünde, hat eine perfekte barrierefreie Infrastruktur. Der Timmendorfer Strand ist etwas für Badelustige, Surfer und Beachvolleyballer. Auf der schicken Promenade lassen tolle Restaurants, Bistros und Boutiquen keine Wünsche offen. Manche nennen es das Nizza des Nordens, andere die Côte d'Azur von Schleswig-Holstein. Ganz egal welchen Vergleich du passender findest, in Timmendorfer Strand gibt es jede Menge zu entdecken. Statuen von realen Menschen oder erfundenen Tieren, echte Tiere im Aquarium oder der Fischerhafen. Timmendorfer Strand hat jede Menge interessanter Sehenswürdigkeiten. Einen einzigartigen Einblick in die Unterwasserwelt erhalten Sie im Unterwasseraquarium Sea Life. Hier erleben Eltern und Kinder Monsterkrabben, Stechrochen und Glatthaie aus nächster Nähe. In über 30 naturnah gestalteten Aquarien kann man auf unterirdische Entdeckungsreise gehen und wunderschöne bunte Keukarpfen, quirlige Forellen oder den gefährlich dreinblickenden Seewolf beobachten. Einer der Höhepunkte des Sea Life ist der 8 Meter lange Unterwassertunnel. Hier haben die Besucher, nur durch eine transparente Glaswand getrennt, fast hautnahen Kontakt zu Haien, Rochen und Barschen im Tiefseebecken. Insgesamt leben hier über 2500 Tiere aus allen Teilen der Erde in unterschiedlichen Ökosystemen. Eine ganz besondere Nähe zu den Meerestieren ist am interaktiven Berührungsbecken gegeben. Hier ist es möglich, Seesterne oder Krebse anzufassen und sogar zu lernen, wie man einen an Land gespülten Seestern rettet. Wenn Ihnen das Video bisher gefallen hat, können Sie ihm einen Daumen hoch geben oder kommentieren, wo Sie an der Ostsee waren und was Sie am meisten beeindruckt hat. Und nun geht es weiter mit weiteren der schönsten Urlaubsorte und Urlaubsregionen an der Ostsee. 6. Rostock und Warnemünde.
Die Hansestadt Rostock ist wegen ihrer historischen und modernen Sehenswürdigkeiten ein stolzes Reiseziel an der Ostsee. In der Altstadt beeindrucken sie sicherlich die gotischen Becksteinkirchen, die Stadttore sowie der Stadthafen. Zur Hansesaal grüßen Schiffe aus aller Welt. In diesem beliebten Urlaubsort ist der breite, unendlich lange Warnemünder Sandstrand der Hit. Rostock ist die größte Stadt der Region mit mehr als 200.000 Einwohnern. Vor allem die vielen noch erhaltenen Gebäude lassen die Stadt Rostock in ein ganz anderes Licht rücken. Sie können unternehmen eine Städtetour durch Rostock und beginnen Sie am Kröpeliner Tor, dem Wahrzeichen von Rostock. Spazieren Sie an einer der wohl schönsten Universitäten Deutschlands vorbei auch. Warnemünde ist ein ehemaliges Fischerdorf bei Rostock. Es gehört zu den schönsten Urlaubsorten an der Ostsee. Der Hafen und die Promenade am Strand werden gerne besucht. Der Leuchtturm aus dem 19. Jahrhundert und das Edvard-Munch-Haus gehören zu den Sehenswürdigkeiten. Das Seeheilbad mit der steilen Naturküste und dem Küstenwald ist auch Ausgangspunkt für viele Kreuzfahrten. 7. Usedom. Nun kommen wir zu einem der wohl sonnenreichsten Ostseeorte. Die Insel Usedom liegt zwischen Ostsee, Achterwasser und Stettiner Haff und glänzt vor allem durch die malerischen Kaiserbäder Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin. Ihnen wird auffallen, was Sie doch für einzigartige Baustile und Architekturen auf Usedom begegnen können. Heringsdorf ist ein sehr beliebter Ort auf der Sonneninsel und beeindruckt nicht nur mit seinem traumhaften Strand. Auch die Seebrücke in Heringsdorf ist sehr sehenswert und ein beliebter Ausgangspunkt für Touristen. Zwischen Mai und September gibt es in Ahlbeck jährlich das Sandskulpturenfestival, wo Künstler atemberaubende Sandskulpturen, Gebäude oder Figuren bauen. Und wenn Sie schon einmal in Trassenheide mit Kindern sind, so statten Sie doch der Attraktion Die Welt steht Kopf einen Besuch ab. Hier steht ein ganzes Haus samt Inneneinrichtung tatsächlich auf dem Kopf. Ein komisches und abenteuerliches Gefühl zugleich, alles Gewohnte auf einmal aus einer ganz anderen Perspektive wahrzunehmen. 8. Wismar. Die schöne Hansestadt Wismar liegt direkt an der Ostsee und zählt seit vielen Jahren zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wismar ist zweitgrößte Hafenstadt Mecklenburg-Vorpommerns. Die eigene Geschichte zu bewahren und zu pflegen, dessen fühlen sich die Wismarer verpflichtet. Im Dreißigjährigen Krieg besetzten schwedische Truppen im Jahr 1632 Wismar. Das Königreich bekam 16 Jahre später mit dem Westfälischen Frieden die Stadt erstmalig auch offiziell zugesprochen. Die darauffolgenden Jahrhunderte wechselten sich die skandinavischen Besatzer mehrfach ab. Immer Mitte August erinnern die Wismarer an diesen Teil der Geschichte und feiern ein ganzes Wochenende lang das Schwedenfest. Den Charme einer mittelalterlichen Seehandelsstadt hat sich Wismar bis heute bewahrt. Die St. Georgen, die St. Marien und die St. Nikolaikirche sind nicht nur angesichts ihrer Höhe herausragende Vertreter der norddeutschen Becksteingotik. Familien auf Reisen finden in Wismar Freizeitmöglichkeiten, Meer und Strände direkt um die Ecke. Ein Ausflug nach Ziro oder auf die Insel Pöhl dauert mit dem Auto nur wenige Minuten. Hat Ihnen die virtuelle Tour an der deutschen Ostseeküste gefallen? Wenn ja, können Sie uns unterstützen, indem Sie das Video liken und kommentieren. Folgen Sie uns auf jeden Fall für weitere interessante Videos.